Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über Smartphones sprechen. Sprichst du gern über Technologie? Ja, das tue ich. Ich finde Smartphones sehr interessant. Ich vergleiche oft verschiedene Marken und Systeme. Super, ich möchte Android- und iOS-Handys vergleichen. Weißt du etwas über diese beiden Typen? Ja, ich kenne ein wenig von beiden. Android wird von vielen Unternehmen hergestellt und iOS wird nur von Apple produziert. Das stimmt. Ich habe ein Android-Handy und mein Bruder hat ein iPhone, das verwendet. Ich habe sowohl Android als auch iOS benutzt. Ich finde, beide haben gute Funktionen, aber sie sind in vielerlei Hinsicht unterschiedlich. Lass uns über einige Unterschiede sprechen. Zuerst, was hältst du vom Design? Mir gefällt das Design von iOS. Das iPhone ist sehr schlank und einfach. Der Bildschirm ist hell und klar. Ja, das iPhone sieht sehr modern aus. Aber ich finde, Android-Handys sind auch schön. Es gibt viele Designs und Farben. Stimmt. Android-Handys kommen von verschiedenen Marken, sodass man viele Stile finden kann. Einige sind sehr schlank und andere sind robuster. Das gefällt mir an Android. Ich kann ein Handy wählen, das zu meinem Stil passt. Aber manchmal können zu viele Optionen verwirrend sein. Da bin ich einverstanden. Mit Android hat man viele Möglichkeiten, aber man muss sich Zeit nehmen, um sie zu vergleichen. Lass uns jetzt über die Software sprechen. iOS ist bekannt dafür, benutzerfreundlich zu sein. Es ist einfach zu bedienen. Ja, iOS ist sehr einfach. Alle Apps sind klar organisiert. Meine Mutter benutzt ein iPhone und sie findet es sehr leicht. Ich denke, Android ist ein bisschen komplexer. Es gibt viele Einstellungen und Optionen, was gut oder schlecht sein kann. Das ist wahr. Ich mag, dass Android mir erlaubt, mein Handy anzupassen. Ich kann den Hintergrund, die Icons und sogar das Layout ändern. Ich bevorzuge die Einfachheit von iOS. Ich habe das Gefühl, dass ich mit iOS sofort mit dem Handy arbeiten kann, ohne ein Handbuch lesen zu müssen. Beide Systeme haben ihre Stärken. Es hängt davon ab, was du magst. Möchtest du dein Handy anpassen oder bevorzugst du eine einfache Benutzeroberfläche? Ich mag eine einfache Benutzeroberfläche. Ich möchte, dass mein Handy schnell und einfach funktioniert. Manchmal fühle ich mich durch zu viele Optionen verloren. Das verstehe ich. Manchmal genieße ich es, mein Handy anzupassen, aber ich schätze auch ein einfaches Design. Lass uns über Apps sprechen. Welches System hat deiner Meinung nach bessere Apps? Ich habe gehört, dass viele Entwickler zuerst Apps für iOS erstellen. Die Apps auf iOS sind oft sehr ausgereift und funktionieren gut. Ja, viele beliebte Apps sind auf iOS verfügbar. Sie werden normalerweise schnell aktualisiert und das Design ist sehr schön. Andererseits hat Android eine größere Vielfalt an Apps. Einige sind kostenlos, andere kosten Geld. Ich mag es, dass ich viele Apps ausprobieren kann, ohne Geld auszugeben. Das ist wahr. Der Google Play Store hat Millionen von Apps, aber manchmal können kostenlose Apps auf Android Werbung enthalten oder weniger stabil sein. Das habe ich auch bemerkt. Manchmal stürzt eine kostenlose App auf Android ab oder funktioniert langsam. Ich bevorzuge zuverlässige Apps, auch wenn ich ein wenig zahlen muss.
Ich denke, beide Systeme haben gute Apps, aber iOS-Apps sind oft zuverlässiger. Lass uns über Sicherheit sprechen. Ich habe gehört, dass iOS sicherer ist als Android. Ja, das habe ich auch gelesen. Apple verwendet ein geschlossenes System, was bedeutet, dass es schwieriger ist, Viren und Malware in das iPhone zu bringen. Das gibt mir ein sicheres Gefühl, wenn ich mein iPhone benutze. Ich weiß, dass meine persönlichen Informationen geschützt sind. Android ist ein offenes System, was gut für die Anpassung ist, aber es kann auch anfälliger für Angriffe sein. Ich versuche vorsichtig mit meinem Android-Handy zu sein. Ich lade nur Apps aus dem Google Play Store herunter und überprüfe die Bewertungen, bevor ich etwas installiere. Das ist eine gute Angewohnheit. Ich aktualisiere immer mein iPhone auf die neueste Version, um es sicher zu halten. Ja, Updates sind wichtig. Sie beheben Fehler und verbessern die Sicherheit. Ich versuche auch, mein Android-Handy regelmäßig zu aktualisieren. Was ist mit dem Preis? Ich denke, Android-Handys sind im Allgemeinen günstiger als iPhones. Ja, das stimmt. Es gibt viele günstige Android-Handys. Man kann ein gutes Handy zu einem niedrigen Preis finden. Das gefällt mir. Ich habe mein Android-Handy zu einem sehr guten Preis gekauft. Es hat eine gute Kamera und einen schnellen Prozessor. iPhones sind teurer, aber manche Leute sagen, sie sind den Preis wert wegen der Qualität und des Ökosystems. Ich stimme zu, dass iPhones teuer sind, aber sie sind sehr langlebig und haben einen hohen Wiederverkaufswert. Das ist ein guter Punkt. Wenn man sich um ein iPhone kümmert, kann man es später zu einem guten Preis verkaufen. Ich denke, es hängt von deinem Budget und deinen Bedürfnissen ab. Wenn du ein hochwertiges Handy möchtest und mehr bezahlen kannst, ist ein iPhone eine gute Wahl. Wenn du ein gutes Handy zu einem niedrigen Preis willst, ist Android großartig. Ja, ich glaube, dass beide Systeme Optionen für verschiedene Budgets haben. Lass uns über die Akkulaufzeit sprechen. Welches Handy hat deiner Meinung nach die bessere Akkulaufzeit? Ich habe bemerkt, dass einige Android-Handys eine sehr gute Akkulaufzeit haben. Mein Handy hält den ganzen Tag, auch wenn ich es viel benutze. Das ist schön. Mein iPhone hat auch eine gute Akkulaufzeit, aber das hängt vom Modell ab. Neuere Modelle haben in der Regel bessere Akkus. Ich denke, die Akkulaufzeit ist sehr wichtig. Wenn dein Handy schnell leer ist, ist das sehr ärgerlich. Das stimmt. Ich habe immer eine Powerbank dabei, wenn ich mit meinem Android-Handy reise, nur für den Fall. Manchmal mache ich das Gleiche mit meinem iPhone. Auch wenn es einen guten Akku hat, bin ich gerne vorbereitet. Was ist mit der Kamera? Ich liebe es, mit meinem Handy Fotos zu machen. Ich finde die Kameraqualität sehr wichtig. iPhones sind bekannt dafür, hervorragende Kameras zu haben. Ja, die Kamera des iPhones ist sehr gut. Die Fotos sind klar und die Farben sind leuchtend. Ich habe viele schöne Bilder gesehen, die mit einem iPhone gemacht wurden. Android-Handys haben auch gute Kameras, besonders die High-End-Modelle. Einige Android-Handys haben eine sehr hohe Auflösung und tolle Funktionen wie den Nachtmodus. Das stimmt. Ich mag, dass mein Android-Handy eine gute Kamera hat und viele Einstellungen zur Anpassung des Fotos bietet. Ich genieße die Kamera meines iPhones, weil sie einfach und leicht zu bedienen ist. Ich kann mit nur einem Klick ein gutes Foto machen. Beide Systeme sind gut für die Fotografie, aber es hängt vom Modell des Handys ab. Ja, ich glaube, dass die neuesten Modelle von sowohl Android als auch iOS hervorragende Kameras haben. Welches bevorzugst du für Gaming und Leistung?
Ich denke, iOS ist sehr flüssig für Spiele. Die Spiele laufen sehr gut auf dem iPhone. Ja, viele Spiele sind für iOS optimiert. Die Grafiken sind klar und die Leistung ist schnell. Android hat auch eine gute Leistung, aber manchmal können die Spiele auf günstigeren Modellen ruckeln. Ich habe ein Mittelklasse-Android-Handy und manchmal bemerke ich ein wenig Ruckeln bei anspruchsvollen Spielen. Ich versuche, einfache Spiele zu spielen, die flüssig laufen. Ich spiele gern Spiele auf meinem iPhone, weil es sehr reaktionsschnell ist. Der Touchscreen ist sehr empfindlich und genau. Für Gaming, wenn du die beste Leistung willst, ist ein iPhone eine gute Wahl. Aber es gibt auch High-End-Android-Handys, die sehr gut abschneiden. Das ist richtig. Wenn du ein High-End-Android-Handy wählst, kannst du auch gute Gaming-Leistung genießen. Lass uns über Updates und Support sprechen. Ich weiß, dass Apple regelmäßige Updates für iOS bereitstellt. Ja, iPhones erhalten jedes Jahr Updates. Diese Updates verbessern das System und fügen neue Funktionen hinzu. Das ist einer der Vorteile von iOS. Selbst ältere iPhones können die neueste Software ausführen. Android-Updates können je nach Marke variieren. Einige Marken aktualisieren schnell, während andere langsam sind. Ich habe bemerkt, dass mein Android-Handy nicht immer sofort Updates erhält. Manchmal muss ich ein paar Monate warten. Ich versuche regelmäßig nach Updates auf meinem Android-Handy zu suchen. Es ist wichtig, das Handy sicher und gut laufen zu halten. Ich installiere Updates auf meinem iPhone immer sofort, wenn sie verfügbar sind. Das gibt mir ein sicheres Gefühl und sorgt dafür, dass mein Handy gut funktioniert. Ja, regelmäßige Updates sind für beide Systeme wichtig. Sie beheben Fehler und verbessern die Sicherheit. Zum Schluss lass uns über persönliche Vorlieben sprechen. Welches System bevorzugst du und warum? Ich bevorzuge iOS, weil ich die Einfachheit und das Design mag. Das iPhone ist sehr benutzerfreundlich und ich habe das Gefühl, dass es sehr zuverlässig ist. Ich bevorzuge Android, weil ich mein Handy anpassen möchte. Ich genieße es, den Hintergrund, die Icons und das Layout zu ändern. Das ist ein guter Grund. Manchmal habe ich das Gefühl, dass zu viele Optionen auf Android verwirrend sein können. Das verstehe ich. Für mich ist die Freiheit, wählen und ändern zu können, sehr wichtig. Beide Systeme haben ihre Vorteile. Es hängt wirklich davon ab, was dir wichtiger ist: Einfachheit oder Anpassungsfähigkeit. Ja, und ich denke, beide Systeme sind gut. Viele Menschen sind mit entweder Android oder iOS zufrieden. Ich stimme zu. Es ist schön, Optionen zu haben. Vielleicht werde ich eines Tages ein iPhone ausprobieren und du wirst ein neues Android-Handy testen. Das könnte Spaß machen. Wir können von den Handys des anderen lernen. Ich habe viel über Android gelernt, indem ich verschiedene Marken und Modelle verwendet habe. Und ich habe die Zuverlässigkeit von iOS durch das iPhone meines Bruders kennengelernt. Technologie verändert sich ständig und es ist gut, neue Ideen zu erkunden. Bevor wir abschließen, hast du noch Fragen zu Android oder iOS? Nein, ich denke, wir haben heute viele Themen behandelt. Ich habe das Gefühl, dass ich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten besser verstehe. Ich stimme zu. Ich habe mehr über die Stärken beider Systeme gelernt. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Liam. Danke mir. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir über Technologie zu sprechen. Es ist immer schön, Ideen auszutauschen. Ja, ich hoffe, wir können in Zukunft über weitere Technologiethemen sprechen. Ich freue mich darauf. Hab einen tollen Tag, Mia.
Du auch, Liam. Bis zum nächsten Mal. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.